Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 6 Uhr morgens. Ich werde jetzt ein bisschen Sport machen und ein bisschen schwimmen gehen. Und danach haben wir ein paar Aktivitäten vor. Danach werde ich erstmal ein bisschen frühstücken. Und danach nehme ich euch mit. Heute ins Zentrum von Kuschadasse. Seid gespannt. Wir werden noch einiges hier sehen und erleben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und genießt Kuschadasse mit mir. Bis gleich. So, ich habe Kuschadasse Asena Beach Hotel verlassen und wir machen uns jetzt auf den Weg. Es war sehr schön hier. Ich erkläre euch gleich die Einzelheiten. Ich habe ca. 59 Euro bezahlt für eine Nacht, aber es hat sich definitiv gelohnt und vom Preissegment her war es top. Also für den Preis und vor allem, ich habe die beste Aussicht gehabt ever. Oberhalb bei mir war es nur der Restaurant, wo wir dann sozusagen gegessen haben. So, jetzt gehen wir in bestimmten Orten in Kuschadasse. Ich will euch einige Sachen noch zeigen, bevor ich hier die schöne Stadt hier verlasse. Schön. Hier joggen die auch. Ich war ja heute Morgen unterwegs. Wir haben, glaube ich, auch eine sehr gute Aussicht. Wir haben da vorne links eine sehr gute Möglichkeit. Also so einen Spot habe ich entdeckt. Ich hoffe, dort ist es auch frei und zugänglich. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Das sah auch sehr spektakulär aus mit den Felsen. So, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Hier ist immer so ein Ladies Beach Suite Hotel. Ist aber auch nicht nur für Frauen. Wie ihr schon davor von mir erfahren habt, das ist ein Strand, das nennt sich so. Ladies Beach. Also die Historie dahinter, warum es Frauenstrand heißt, ist so, dass ganz früher die Arbeiterfrauen, die in den Plantagen gearbeitet haben und Oliven gepflückt haben, ja, frische Oliven gepflückt haben, war es halt so, dass sie sich dann in den Strandbereich sich Abkühlung verschafften und seitdem her hat es den Namen Frauenstrand, Frauenbeach, ja, also
Woman Beach generell. So, ich will gerne da vorne hin. Ich sehe aber schon, da ist es geschlossen. Ich muss mal gucken, ob ich von hier, also ich glaube, dieser Felsbereich ist wegen Gefahr oder desgleichen geschlossen und nicht zugänglich. Schade. Aber gut, kann man nichts machen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Hier haben wir Bayülgen sitesi. Das sind extra so Ferienwohnungen, kann man hier finden. Gegebenenfalls auch mieten. Man müsste nur mal gucken, ob da noch freie Plätze sind. Also wir machen uns jetzt auf den Weg zum Kuşadası Kalesi. Kuşadası Kalesi bedeutet nichts anderes als Burg von Kuşadası. Wir gucken einfach mal, wie wir jetzt da hinkommen. Wenn wir hier geradeaus gehen, denke ich mal. Und dann neben Migros dann abbiegen, kommen wir zum richtigen Pfad. Also zum Hotel noch mal kurz zurück. Es war ein sehr, sehr schönes Hotel. Und natürlich, es war auf jeden Fall ein großes Update im Vergleich zu dem Selina Hotel in Davutlar. Aber ich sag mal so, vom Preissegment her kann man halt da auch nichts anderes jetzt auch erwarten. Ja? Wenn man jetzt ein Typ ist, der all-inclusive, alles inklusive möchte und ja, dann hat man natürlich alles Mögliche, aber auch ein schönes Hotel, aber da muss man auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber ich wollte eher reisen und hier die Umgebung angucken. Genau. Und ich selber komme ja aus der Gegend und von Aydın. Genau, und deswegen, das war für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich nicht irgendwie hier bin, um irgendwie all-inclusive, um mich zu betrinken oder um mich voll zu essen oder desgleichen. Ich habe heute schön gefrühstückt in Asena Hotel und also das Buffet, das war richtig schön. Ja, das ist ein großes Buffet, richtig schön und mein Zimmer war ja unterhalb. Ja, an der obersten Seite, da war nur das Restaurant. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, geiler Ausblick. Ich hatte da auch gute Aufnahmen machen können. Da konnte ich auch sehen, dass da große Schiffe noch an den Hafenbereich anlegen. Genau. Ich habe wie gesagt 59 € bezahlt und also wenn man außerhalb des Hotels Essen tut, es ist, ich sag mal so, es ist nicht viel, es kostet nicht viel, ja, weil so viel wirst du auch nicht zu dir nehmen, wenn du all-inclusive machst und dann wirst du auch nur noch schlapp und müde und wenn du dann auch noch mal ein bisschen die Umgebung erkunden willst, ja, darfst du sowieso nicht viel Fettiges zu dir essen.
Ich habe heute beim Frühstück extrem proteinreich gegessen. Hat mir sehr, sehr gut getan. Und etwas Kohlenhydrate, mehr Protein. Und ich habe jetzt extrem viel Energie, um heute, ich denke mal, wir werden so ungefähr 15 bis 18 Kilometer zurücklegen. Die werde ich euch natürlich nicht aufzeichnen alle, das würde den Rahmen sprengen und auch meines Akkus. Aber ihr werdet mich auf jeden Fall überall hin mit begleiten. Genau. Das wäre mein heutiges Tagesziel. Einmal zum Burg von Kuşadası. Dann haben wir noch einen anderen Spot, das zeige ich euch dann, sobald wir da ankommen. Und dann noch mal ein bisschen etwas den Zentrum erkunden, die Stadt erkunden. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg für heute. Auf dem Weg nach... Oh, wir müssen nur aufpassen, den Bus. Dann mache ich mich auf den Weg Richtung Aydın. Und dann werde ich auch den Tag somit beenden. Also hier werdet ihr auf jeden Fall an sehr viele Touristen begegnen. Überall. Auch hier nicht wundern, wenn ihr diese Häuser euch anschaut. Manche sind wirklich etwas abgenutzt. Das kommt aber auch daher, auch vor allem, wenn ihr das Hotel, Asena Hotel, auch gesehen habt, was ich euch gezeigt habe. Also das war auf jeden Fall ein großer Upgrade. Nur, man darf nicht vergessen, wir sind nah am Strand und diese Luft hier, ja, diese feuchte Luft, ja, macht es so, dass das, oh, die Steigung wird jetzt höher, ich merke das. Entschuldigung, dass ich ein bisschen an Schnaufe. Genau, wegen der feuchten Umluft ist es so, dass die Strukturen natürlich sehr schnell abgenutzt werden und dadurch entsteht halt letztendlich so ein bisschen der Anschein, dass es, oh, sieht so alt aus oder extrem schlecht. Aber nein, ist es nicht. Das ist typisch Feeling des Strandes zugute. Wir gehen weiter. Wir haben hier auch einen schönen großen Reisebus. Airtour. So, wir gehen jetzt hier nach links. Und ihr braucht euch auch keine Sorgen zu machen, wenn ihr auch alleine reist, so wie ich. Oder auch wenn ihr nicht alleine reist, aber ihr denkt, oh, okay, ich spreche jetzt hier die Sprache nicht. Oder euer Englisch ist jetzt dermaßen Katastrophe, dass ihr Angst habt, von Deutschland rauszukommen. Nein, ich kann euch auf jeden Fall beruhigen. Also ihr könnt euch definitiv mit Händen und Füßen, also wenn es hart auf hart kommt, hier kommunizieren. Und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Die Leute sind alle hilfsbereit hier und freuen sich auch, wenn sie jemandem helfen können. Genau. Und was ich noch sagen wollte, Google Maps zum Beispiel könnt ihr ja benutzen. Benutze ich auch öfters, wenn ich
bestimmte Orte nochmal genauer auskundschaften möchte, weil alles weiß ich leider auch nicht. Und ich erkundige mich auch immer. Meistens sogar erkundige ich mich so einen Tag vorher. Spontan mache ich auch viel. Aber so große Sachen, Pläne, plane ich auf jeden Fall im Voraus. Das macht definitiv Sinn, weil das spart dir einiges an Zeit. Ja, das spart dir wirklich einiges an Zeit. Und wenn euer Zeit auch begrenzt ist und kostbar ist, so wie meiner, dann plant es durchaus vorher ein. Dann macht ihr das Richtige. Ja, und dann läuft dann auch alles so, wie ihr es auch haben wollt. Ihr verliert keine Zeit. Öffentliche, hatte ich ja auch immer erwähnt, ja, ihr könnt auch die öffentliche Domus nehmen, also diese kleinen Busse. Die sind auch günstig und Preis ist immer ausgeschrieben. Also keine Sorge. Und wenn ihr den Bereich auch den Domusfahrer nennt, ja, also wo ihr gerne hin möchtet, dann sagt er euch das, ob der überhaupt dahin fährt oder nicht. Also wenn ihr euch unsicher seid. Ne? Ansonsten, ihr könnt euch auch, Türkei ist ja nicht in der EU, das heißt, ihr müsst, wenn ihr Internet haben wollt, generell eine türkische SIM-Karte euch kaufen. Oder aber auch, ich habe so eine iYıldız-Karte. Ja, ist keine Reklame, aber die ist top. Die iYıldız-Karte ist ja in Deutschland erhältlich und Netz ist ja E+, soweit ich weiß, genau. Und hier in der Türkei kannst du das auch benutzen. Ja? Da gibt es extra Aktionen auch, dass ihr sozusagen so ein Paket bekommt, so ein Internetpaket. Und ja, das ist praktisch. Dann braucht ihr keine Karte extra von hier zu kaufen. Ja, könnt ihr direkt dann, wenn ihr angekommen seid, im Flughafen direkt euer Roaming und euer Netz verbinden und dann direkt loslegen. Ansonsten in den Hotels ist ja überall, also das ist der Standard. WLAN zur Verfügung. Genau, bei der Asena Hotel war das so, dass ich meine ID und meine Zimmernummer geben musste für die Anmeldung. Und ja, wow, was für eine geile Palme. So, kommt wieder eine Steigung. Ich liebe das, so wenn es einmal so berghoch und dann wieder berg runter, so intervallmäßig. Was liegt denn hier? Hier ist nochmal so ein Kenntaxi. Okay. Küche Market. Hier vorne sehen wir Club Hotel Lion, okay? Club Hotel Lion. Wir gehen mal geradeaus runter. Müssen wir noch aufpassen. Hier sind die Straßen etwas eng und
In der Türkei ist es auch so, dass hier Fußgängerwege leider auch etwas bisschen knapp sind. Es gibt welche, oder es gibt es, aber es ist ein bisschen, naja, ein bisschen knapp bemessen, sagen wir es mal so. In manchen Stellen. So, dann gehen wir mal geradeaus weiter. Und hier nach rechts abbiegen. By the way, das sind meine schönen weißen Schuhe gewesen. Ich habe die wieder angezogen. Nur sind die leider nicht mehr so weiß, aber das spielt keine Rolle für mich. Da sieht man nur, dass ich extrem on Tour bin derzeit. Doğmuş nach şehir içi, also in die Stadt. Und ich habe auch extra keine Sandalen jetzt angezogen, weil ich weite Strecken zurücklege. Heute wieder. Und da tue ich mich, also ich kann nicht mit Sandalen gehen. Das geht nicht. Bei langen Strecken, weil ich muss mobil schnell sein. Und das erreiche ich nur mit sitzfesten Schuhen. Mit Sandalen, ja. Wenn ich dann nur so vielleicht so eine Stadttour mache und mich in Strandbereiche aufhalte und desgleichen, das ist kein Problem. Aber sonst würde ich euch auch immer festes Schuhwerk empfehlen. Definitiv. Oh, türkisch Barf. Also türkisch Massage, Hammam-Bereich. Spa and Hammam, Altensaray Hotel. Also das bietet das beides an. Hört ihr die Grillen? Also in der Türkei gibt es die massig. Da vorne ist auch ein richtig geiler Spot. Hier begegnen wir natürlich auch immer wieder ein paar Touristen, die sich das auch gerne angucken wollen. Die vom Strand auch ein bisschen dann genug haben und dann ein bisschen die Umgebung erkunden wollen. Hier haben wir La Vista Boutique Hotel. Wow, das sieht auch richtig geil aus. La Vista. Das sieht aber richtig geil aus, wirklich. So, hier haben wir auch so einen richtig geilen Spot. Hier vorne, warte mal, vielleicht sehen wir da drüben ein bisschen besser. Da haben wir auch so einen kleinen Bereich. So eine Insel. Dieser Bereich sieht richtig gut aus. Wir schauen mal. Da vorne ist aber tatsächlich einerseits unten Privatgelände. Also von da drüben konnte man da nicht rein. Wenn wir Richtung Strand gehen würden, ich weiß nicht, das sieht eher nach Privatgelände aus. Aber sieht sehr schön aus, wirklich. So, wir gehen mal weiter.
hier sehen wir auch den Kuşadası Kalesi, die Burg von Kuşadası. Dort vorne, dort gehen wir jetzt hin und werden das mal von der Nähe uns anschauen. Sieht auch sehr prachtvoll aus, wirklich. Leute, wenn ihr noch nie hier gewesen seid, auf geht's. Wirklich. Ihr habt hier alles, was ihr braucht. Das schöne Wasser. Wow. Einfach türkisfarben und ich sehe sogar von hier aus Fische. Aber keine Sorge, keine Haie. Wow. Hier haben wir so ein richtig große Schiffe sogar. Extrem große. Ja, hier ist ja auch dieser Hafenbereich, was ich euch gesagt hatte. Einfach nur atemberaubend. Lasst euch einfach inspirieren und hier innehalten. Da vorne sind auch Leute, die schwimmen und da gibt es auch sogar Chaisons und Schirme, die man, denke ich mal, mieten kann und dann, aber man muss ja auch nicht mieten, man kann auch, denke ich mal, einfach so reingehen. Nur darf man dann halt nicht den Schirm und so nutzen. Und hier haben wir einen Mann, der hier schön fischt. Richtig geil. So. Hier links nochmal befindet sich Kuşadası Kalesi, die Burg von Kuşadası. Das Wasser ist, wie gesagt, atemberaubend. Ich hoffe, ihr könnt es von der Kamera aus sehen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen näher ran. Hier ist auch Sicherheitsguard. Das finde ich immer gut. Also vor allem bei Touristengebieten, dass immer bei bestimmten Spots und so eine Sicherheit immer gewährleistet ist. Versuchen wir jetzt den coolen Spot zu erreichen. Das Wasser sehr, sehr schön. Hier müssen wir nur aufpassen. Hier sieht es ein bisschen rutschig aus. Deswegen feste Schuhwerke, Leute. Wenn Barisch auf Tour ist, dann nur so. Und schön aufpassen an die Felsen. Hier extrem aufpassen. Extrem rutschig. Steine. Also das Meerwasser berühren. Ich werde auch hier gerade übelst angespritzt.
Guck mal. Das sieht gut aus. Richtig geiler Spot. Haben wir erwischt. Einfach nur atemberaubend. Merhaba. Yakaladın mı abi? Balık yakaladın mı? Ver. So, ich habe mich auch eben gerade mit dem Fischer hier unterhalten. Hat auch ein paar gefangen. Wollte aber auch nicht in die Kamera. Ist verständlich. Nicht jeder möchte. Und deswegen habe ich ihn auch jetzt nicht gefilmt. Hier geht ein schönes Boot. Touristenboot vorbei. Sehr schön. So, machen wir mal weiter. Auf dem Weg zur Burg. Hier kommen auch leider Betrunkene vorbei, also Betrunkene sage ich, Leute, die einfach sich hier betrinken. Ja, können die ja machen, aber nur die Sache, das Problem ist, die lassen ihren Müll einfach dann hier. Und das finde ich schade. Das war das Wasser, wie gesagt. Hier ist es halt so, dass ihr seht, ne, sind extrem viele Kieselsteine. Dort ist wiederum ein bisschen Sand, aber hier, diese Gegend ist auch mehr mit größeren Steinen. Ne? Also da muss man halt aufpassen. Nicht, dass man während des Schwimmens irgendwo an den Stein mit seinem Knie aufschlägt. Das kann schnell passieren. So, wir gehen jetzt zurück. Hier müssen wir aufpassen. Gucken. Ihr wisst ja, der Kameramann überlebt immer in dieser Folge. Machen wir mal weiter.
Genau, und da sind jetzt wirklich, habe ich das gemerkt, So, wir sind jetzt drin. Ich werde ab und zu das mit 360 Grad verbinden, damit ihr eine bessere Perspektive von der Burg erhaltet. Es ist eine sehr, sehr schöne Burg. Ich mach mal hier, geh mal von links nach rechts. Hier ist auch eine sehr, sehr gute Perspektive. Kann man hier hochgehen? Schau mal. Hier ist leider geschlossen. Schade. Dass man hier nochmal so einen richtig geilen Spot hätte. Wir gucken mal, ob wir von dieser Seite hochkommen. Leider nicht. Schade. Hier ist aber auch. Hier ist auch sehr schön. Um dieser Seite zu besichtigen. Ja, das ist hier auch wichtig, ne? Also kein Müll werfen. Sehr wichtig. Man hier gehen kann, hier ist zu, aber ich gucke mal hier auf dieser Seite. Hier sind alte Kanonen noch. Boah. Atemberaubend.
Oh, hier kann man sogar rein. Kleine Ruine. Sehr schön. So, machen wir mal weiter. Hier ist zu, aber so. Wir gehen mal von hier lang. Diesen Bereich. Ich hätte auch hier kommen können. Eieiei. Oh, hier können wir hochgehen. Sehr gut. Das nutzen wir jetzt aus. So, hier müssen wir nur aufpassen. Hier, das sieht etwas instabil aus. War auch schön, hier oben gewesen zu sein. Gehen wir wieder runter. By the way, ist es jetzt 32 Grad. Aber wir sind noch in den Morgenstunden. Das wird auf jeden Fall noch im Laufe des Tages steigen. Camera? It's a 360 camera, Oh, yes. that's great. Es gibt hier überall schöne Möglichkeiten. Also gibt es schöne Spots, um aufzunehmen. Hier vorne sind die großen
Hafenschiffe. Hier können wir auch einmal runter. Schmale Treppen. Auch ein richtig geiler Spot. Hier vorne sind die, also hier vorne ist der Kuschadasser Hafen, wo die großen Schiffe ins Ufer gehen. Und hier kommen die allen möglichen Touristen, ja, die von AIDA oder was ihr auch an großen Touristenschiffen kennt, hier an Land. Und ich weiß nicht, die bleiben halt 1-2 Tage oder einen Tag und dann gehen die wieder. Aber so große Schiffe mal live zu sehen, ist auch wirklich nicht alle Tage. Cool. Nice. Die Treppen sind nur schmal, hier müssen wir aufpassen. Dann zurückgehen. Hier müssen wir wieder hoch. Am besten können wir hier, indem wir diesen Bereich hier runtergehen. Und hier sind wir gekommen. Wir gehen jetzt wieder runter. Hier sind auch noch mal 2 Kanonen. Die habe ich eventuell übersehen, wie ich hierher gekommen bin. Hier steht nochmal, Fischen ist nicht erlaubt. So, wir haben jetzt Kuschadasser komplett, Kuschadasser Burg komplett gesehen. Jetzt gehen wir mal Richtung den Hafen zu den großen Schiffen. Hier gibt es auch Möglichkeiten, so Private Boat Trip zu wählen, mit verschiedenen Möglichkeiten, wohin zu kommen. Hier steht. Efendim? Yok sağ ol. Buraları geziyorum desek. Çekim mi yapıyorsun? Çekim yapıyorum aynen. Evet. Fiyatlar ne kadar tutuyor? Saatliğimiz 3.000 lira abi. Saatli, okey. Özel tekne olduğumuz için böyle biraz pahalı. Evet. Hı hı. Kaç kişilik yapıyorsun? Yani bir kişilik? Bir kişilik yani isteğinize göre. Okey. Tamam. Tamam. Nereye doğru gidiliyor öyle bir yerde?
Koruma var şurada beyaz otel. Evet. Arkasında bir güzel mağaralık var, oraya gidiyoruz. Sonra Fransa kıyı tarafına gidiyoruz. Ha, okey, tamam. Diğer teknelere de sorabilirsiniz. Saatlik akşam sunset'e çıkıyorlar. Evet. Çok güzel. Hı hı. Onlara da sorabilirsiniz. Oldu. Çok sağ olun. İyi günler. Ich habe gleich mal gefragt, wie viel so ein Bootstrip kostet. Es kostet 3000 Lire, ja, türkische Lire. Also er selber hat auch gesagt, es ist etwas teuer. Nur er meinte, das ist eine private Bootstour. Das heißt, du könntest sozusagen alleine das ganze Boot für dich alleine haben, indem du 3000 Lire zahlst und er bringt dich, er hat selber auch gesagt, er bringt dich in bestimmte Gebiete hin, wo eigentlich, ja, wo man das noch nie gesehen hat und da gibt es auch gewisse Höhlen, meinte er, wo man da noch mal sehen könnte, wenn man Lust hätte. Aber klingt nicht schlecht. Theoretisch könnte man sozusagen 3000 Lire zahlen, wenn man eine Gruppe ist, ja, eine große Gruppe, geht ja, von 10 Leuten teilt man sich das. Ne? Ansonsten für alleine, ja, das ist etwas teuer, aber gut. Ne? Jedem für sein Budget sozusagen. Man muss es ja nicht. Boah, das große AIDA-Schiff, das ist schon richtig prachtvoll. Wirklich. Hier verkaufen wir auch nochmal Souvenir-Sachen. Hier gibt es auch so ein, das meinte er auch, der neben dem Boot war und mir die Preise genannt hatte. Das meinte er auch mit dem Günbatımı Sunset Tour. Eine Stunde für 100 Tele. Ja, das ist aber erst ab 19:30 Uhr. Also wenn du jetzt, und das war wirklich so eine private Tour, das kostet 3000 türkische Lira. Aber die Sunset, das ist halt für jeden erschwinglich. Ne? Dieser Preis für 100 Tele, das ist sehr, sehr gut. Ja. Und dann würde ich euch sogar empfehlen, das zu machen, weil für eine Stunde rund 100 Tele, also rechnet euch das mal aus, wie viel das in Euro kostet. Das ist nichts. Wir gehen mal weiter nach oben. Richtung Hafen.